Hallo und herzlich willkommen bei Pour le Plaisir. Heute machen wir zusammen eine leckere Sauce Hollandaise. Und zwar zeige ich euch eine Methode, mit der sie ganz einfach garantiert auch euch gelingt. So, dafür brauchen wir Butter. Dann habe ich hier in einem Topf ein paar Pfefferkörner und ein Lorbeerblatt. Dann ein Teil Essig, 20 Milliliter in dem Fall. 3 Teile Wasser, also 60 Milliliter. Das gibt unsere Sauce Hollandaise Reduktion. Dann brauchen wir noch 2 Eier, bzw. 2 Eigelbe, etwas Zitronensaft, einen Schuss Weißwein, wenn man mag, Salz und ein paar Schalotten. Die Schalotten schneiden wir gleich klein. Da könnt ihr auch ruhig den Strunk mit reinmachen, weil die werden wir nachher sowieso wieder absieben. Die kochen wir dann zusammen mit dem Pfefferkörner und dem Essig. Kochen wir das Ganze ein, auf etwa 1/3. Und diese Flüssigkeit nehmen wir dann zum Würzen unserer Sauce Hollandaise. Das gibt einen sehr schönen Geschmack. So bekomme ich sehr viel mehr Geschmack in meine Hollandaise rein. Weil ansonsten würzt man sie meistens nur mit Zitronensaft und vielleicht noch Cayennepfeffer, manchmal etwas Senf. Aber dieser Geschmack fehlt dann. Parallel stelle ich schon mal meine Butter auf zum Schmelzen. Die darf ruhig richtig heiß werden. Ja, keine Angst, dass ihr nachher die Rührei bekommt. So, während das alles so vor sich hin köchelt, trennen wir unsere Eier. Wir brauchen hier nur die Eigelbe. Für 250 Gramm nehme ich 2 Eigelb. Das reicht völlig aus. Mehr braucht ihr gar nicht. So, wenn ihr das, wie ich jetzt hier mit dem Mixstab macht, müsst ihr einfach eine gewisse Menge machen, weil sonst kommt ihr mit dem Mixstab halt gar nicht an die Eigelbe ran. Schuss Zitronensaft nehme ich noch, nicht zu viel, lieber später noch, weil wir ja unsere Hollandaise Reduktion haben, die auch schon sauer ist. Wirklich kleiner Schuss Weißwein, ein bisschen Salz, die Flüssigkeit, also der Zitronensaft, der Weißwein hilft mir jetzt auch einfach ein bisschen beim Aufmixen. So, dann nehme ich einen guten Mixstab und schlage das Ganze schon mal ein bisschen schaumig. Bei dieser Art Sauce Hollandaise zu machen, ist es wichtig, dass ich auch eine gewisse Menge Butter habe, die auch wirklich heiß ist. Weil normalerweise schlage ich ja die Eigelb über dem Wasserbad auf, über dem heißen Wasserbad, sodass dieser Eigeschmack nachher in der Sauce Hollandaise nicht mehr drin ist. Und dann kann die Butter auch nur warm bis heiß sein und ich habe diesen Eigelb-Geschmack nicht. Aber wenn ich das so mache, dass ich die Eigelb quasi vorher nicht über dem heißen Wasserbad aufschlage, brauche ich ein bisschen heiße Butter. So, jetzt machen wir unsere Reduktion hier rein. Ihr könnt erstmal einen Teil reinmachen, abschmecken, gucken, wie es schmeckt und dann später einfach noch mehr dazu. Aber das Schöne ist, so kriegt ihr einen Pfeffergeschmack rein, so kriegt ihr Lorbeergeschmack rein und habt nachher trotzdem noch eine schöne, helle Sauce Hollandaise ohne Pfefferpunkte drin, sondern einfach wirklich eine schöne weißlich-gelbe Sauce Hollandaise. So, und jetzt kommt die heiße Butter ganz langsam am Anfang dazu. Und durch die heiße Butter wird nach und nach auch dieses Eigelb eben so weit erhitzt, dass dieser Eiergeschmack nachher verschwindet. Wenn ich jetzt nur 100 Milliliter Sauce Hollandaise machen will, dann mache ich das lieber ganz klassisch über dem Wasserbad, weil die heiße Butter wahrscheinlich dann nicht ausreicht, um diesen Eiergeschmack loszuwerden. Aber bei 250 Gramm Butter und 2 Eigelb, wenn ich die wirklich heiß da drauf mache, habe ich eine schöne heiße Soße. Und es flockt mir in der Regel nicht aus. Also passiert eigentlich nie was dabei. Kann fast nicht schief gehen. So, wirklich langsam. Ihr seht dann, das wird immer dicker. Wenn es zu dick wird, dann nimmt es die Butter nicht mehr gut auf. Dann macht einfach einen Schuss warmes Wasser dazu. Und verdünnt das Ganze ein bisschen und dann gebt ihr wieder mehr Butter dazu. Ja, hier seht ihr, hier ist es schon relativ dick. Machen wir einfach einen Schuss Wasser dabei. Nehmt warmes Wasser, weil die Sauce Hollandaise soll ja auch warm sein, nicht kalt. So, wenn das Ganze wieder ein bisschen dünner ist, nimmt es auch die Butter wieder besser auf. Ihr braucht die Molke nicht zu trennen, ja, das hat man immer gemacht früher. Wenn ihr es auf diese Methode macht oder auch mit dem Schneebesen, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. In der Molke ist viel Geschmack, nur wenn ihr die Sauce Hollandaise länger aufbewahren wollt, also zum Beispiel im Restaurant, wenn ihr ein paar Liter Sauce Hollandaise macht und die dann ein bisschen länger steht, dann sorgt die Molke manchmal dafür, dass sich so eine Soße schneller trennt. Aber ansonsten ist es eigentlich Quatsch, sie nicht mit reinzumachen.
Denn sie schadet gar nichts, im Gegenteil, in der Molke ist natürlich auch Geschmack. So, ist die Soße auch schon fertig. Wie ihr seht, sie hat einen wunderschönen seidigen Glanz, eine super Konsistenz. Wer mag, kann jetzt natürlich noch ein bisschen Kräuter rein. Ich mache jetzt hier ein bisschen Schnittlauch noch dazu. Es gibt ganz viele Abwandlungen von Sauce Hollandaise. Man kann Kerbel reinmachen. Frische, geschälte, gewürfelte Tomaten sind auch lecker. Also es ist eine wirklich gute Grundsoße, mit der man ganz, ganz viel machen kann. Passt wunderbar auch zu Fisch, nicht nur zu Gemüse. Mit Estragon und Schalotten hat man eine Sauce Bernaise, wunderbar zum Steak. Also ist eine Grundsoße, die jeder eigentlich können sollte. So, und damit ist das Rezept auch schon fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare und einen Daumen hoch. Sagt mir auch gerne, wie esst ihr Spargel am liebsten. Könnt ihr unten in den Kommentaren posten. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich umso mehr über ein Abo. Schaut auch mal auf meiner Facebook- und auf meiner Instagram-Seite vorbei. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.